Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf, auf dieser großartigen Bühne. Die Leute, die aus Köln kommen, die wissen vielleicht, dass hier vorne mal das Timp war. Das war eine kleine Drag-Show-Kneipe. Und da war die Bühne noch kleiner, das war nämlich nur ein umgedrehter Bierkasten. Nun gut, darum soll es nicht gehen. Ernstes Thema tatsächlich heute. Ja, die Leute, die mich kennen, die kennen mich wahrscheinlich eher aus dem Internet, vom Kanal Jungsfragen. Das ist ein YouTube-Projekt, das mache ich mittlerweile seit 10 Jahren. Und da beschäftige ich mich so, ja, ich mache Aufklärung. Ne? Also der Kanal ist aus meiner Arbeit in den Schulen entstanden. Ich mache diese Arbeit in den Schulen und da wurden mir immer und immer wieder dieselben Fragen gestellt und deswegen mache ich das jetzt auf YouTube. So, zu dem Kanal gehört aber auch eine Website und auf dieser Website können sich Jugendliche, Jungs vornehmlich, eintragen und alles über sich verraten. Aber gleich zur Beruhigung, absolut anonym und auch nicht rückverfolgbar, auch nicht von mir rückverfolgbar. Es ist ein wirklicher Safe Space. Aber sie verraten da eben alles, wie groß sie sind, also Körpergröße jetzt, wie schwer sie sind, auch wie der Pimmel gewachsen ist und ob sie auch beschnitten sind oder nicht. Und da zeigt sich tatsächlich, wenn ich die Liste auswerte, dass die meisten Jungs, ja, sagen wir mal so zwischen 3 und 6 Jahren beschnitten wurden, zu angeblich medizinischen Gründen. Lassen wir jetzt einfach so hingestellt, weil wir haben gleich noch wunderbare RednerInnen, die darüber total gut reden können. Was mich dann aber dabei beschäftigt, ist es A, viel zu früh, wissen wir alle, wird auch gleich wahrscheinlich noch erzählt. Die Jungs schreiben mich aber auch an. Also die Jungs haben die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen unter den Videos. Die Jungs haben Möglichkeiten, mir E-Mails zu schreiben, dies, das. Oder stellen mir die Fragen auch nach dem Unterricht in einem 4-Augen-Gespräch. Und einige sagen dann auch tatsächlich, ich habe extreme Probleme mit meiner Beschneidung, weil sie durch die Beschneidung gar kein Gefühl mehr haben oder so wenig Gefühl, dass sie tatsächlich überhaupt keinen Spaß mehr an irgendwelchen sexuellen Aktivitäten haben, beziehungsweise auch gar nicht mehr irgendwelche sexuellen Aktivitäten machen wollen, weil sie daran überhaupt nichts mehr empfinden. Und das finde ich total schade. Und wenn ich dann andere Aufklärungskanäle auf TikTok, Instagram, YouTube oder was sehe, die immer noch komplett verharmlosend darüber sprechen, ja, dann ist das schwierig und es zeigt, wir müssen wesentlich mehr da irgendwie aufklären, dass es eben nicht nur ein unwichtiges Körperteil ist oder dass man das einfach mal so abschneiden kann, weil das passt schon. Das hat Lilith ja gerade wunderbar auch schon erklärt oder erzählt, das muss ich nicht auch noch wiederholen. Also es ist tatsächlich, wenn es frühkindlich passiert, ist das eine schwierige Sache und da pflichte ich Lilith auch total bei. Wenn du das irgendwann mit 18 oder was machen möchtest, ey, so what, dann zieh durch, dann mach es. Ne? Aber alles davor, ey, da lassen wir bitte die Finger von. Und wenn ich dann auf TikTok so Ärztinnen sehe tatsächlich, Heinrich Schimpf zum Beispiel, der hat jetzt neulich in dem Video, wurde mir zugespielt, der hat einfach gesagt, ja, wenn Männer zu mir kommen und sagen, sie haben da, also er ist Psychologe, by the way, der hat gesagt, wenn Männer zu mir kommen und und sagen, sie hätten irgendwie Probleme, dann sage ich denen, ja, dann schneiden sie doch die Vorhaut ab. Das sagt er in dem Video und sagt, das ist überhaupt kein schlimmer Eingriff, denn das wird ja sehr häufig gemacht und dass das überhaupt kein schlimmer Eingriff ist, das beweist ja, dass dieser Eingriff auch von Personen gemacht wird, die überhaupt keine medizinische Ausbildung haben. Und da denke ich mir, das kann doch nicht dein Ernst sein. Also was ist das für eine Argumentation, bitte? Naja, und wenn ich dann diese E-Mails von den Kindern, von den Jungs sehe, die sagen, sie haben da jetzt erhebliche Probleme mit, dann geht mir das total nah. Und dann ist wirklich jede einzelne E-Mail, die mich erreicht, es mögen ja viele Jungs, bei denen mag das irgendwie vernünftig gelaufen sein, aber jede einzelne E-Mail von Jungs, die ein massives Problem dadurch haben, das ist eine E-Mail zu viel. Okay, vielen Dank. Und das war's auch. Ich halte mich kurz, denn wie gesagt, wir haben hier total hochkarätige Gäste, zum Beispiel auch der nächste, und zwar Tim from Australia. You're welcome.